Lektion 1. Das köstliche Duo Reis und Pasta. Guten Morgen, Anna. Weißt du, was wir heute tun sollten? Nein, was ist das? Wir sollten einkaufen gehen und uns mit Reis und Nudeln eindecken. Reis und Nudeln? Warum gerade diese beiden? Weil sie so ein köstliches und vielseitiges Duo sind, wenn es ums Kochen geht. Ah, ich verstehe, sie passen hervorragend zusammen. Welche Art von Gerichten kannst du mit ihnen zubereiten? Oh, die Möglichkeiten sind endlos. Von herzhaften Risottos bis hin zu klassischen Spaghetti, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Das klingt appetitlich. Und sie sind beide ziemlich erschwinglich und einfach zu handhaben. Genau. Außerdem können Sie mit all den verschiedenen Reis- und Nudelsorten, die es gibt, so kreativ werden. Das ist wahr. Ich wette, wir könnten uns ein paar wirklich leckere und einzigartige Essensideen einfallen lassen. Auf jeden Fall. Wir sollten zum Lebensmittelladen gehen und in den Reis- und Nudelgeschäften nach Inspiration suchen. Klingt nach einem Plan. Ich werde hungrig, wenn ich nur an all die köstlichen Gerichte denke, die wir zubereiten könnten. Das gleiche hier. Und vergiss nicht, Reis und Nudeln eignen sich hervorragend als Grundlage für so viele verschiedene Küchen. Guter Punkt. Mit diesen beiden Grundnahrungsmitteln könnten wir Aromen aus der ganzen Welt entdecken. Genau. Von Italienisch über Asiatisch bis Lateinamerikanisch sind die Kombinationsmöglichkeiten endlos. Ich bin überzeugt. Lass uns unsere Vorräte aufstocken und dann in der Küche kreativ werden. Toll, das wird lustig. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche kulinarischen Meisterwerke wir uns einfallen lassen. Ich auch nicht. Leitet den Weg zum Reis- und Nudelregal, Chefkoch John. Du hast es, lass uns das machen. Lektion 2. Optimierung der Flughafensicherheit. Hey Anna, ich bin gerade vom Flughafen zurückgekommen und ich muss sagen, der Sicherheitsprozess verlief dieses Mal so reibungslos. Wirklich. Das ist heutzutage ungewöhnlich für Flughäfen. Was glaubst du, hat es so gut laufen lassen? Nun, ich habe tatsächlich viele der erforderlichen Informationen vorab überprüft, bevor ich ankam. Ich denke, das hat einen großen Unterschied gemacht. Ah, ich verstehe. Ich unternehme einige proaktive Schritte im Voraus. Das ist eine großartige Strategie. Absolut. Es ermöglichte mir, die Sicherheitslinien ohne Probleme zu überwinden. Das ist fantastisch. Musstest du etwas Besonderes tun, um den Pre-Check zu erledigen? Nicht wirklich. Ich habe nur dafür gesorgt, dass ich mich vor meiner Reise für das TSA Precheck-Programm angemeldet habe. Ah ja, dieses Programm kann für Vielflieger ein echter Wendepunkt sein. Fanden Sie den Anmeldevorgang einfach? In den meisten Fällen, ja. Es gab einen kurzen persönlichen Termin, um Fingerabdrücke abzunehmen und verifizieren zu lassen, aber es war ziemlich schmerzlos. Das ist gut zu hören. Das wollte ich mir schon lange selbst ansehen, da ich beruflich ziemlich viel reise. Ich kann es nur empfehlen. Die Zeit und der Aufwand, den es am Flughafen spart, sind es wert. Gut zu wissen. Und haben Sie noch andere Faktoren bemerkt, die zum reibungslosen Sicherheitsprozess beigetragen haben? Ja, eigentlich. Der Flughafen hatte auch diese neuen automatischen Kontrollspuren,
was die Dinge wirklich beschleunigte. Oh, ich habe von denen gehört. Wie funktionieren sie genau? Nun, sie haben diese Förderbänder, mit denen mehrere Passagiere ihre Artikel gleichzeitig laden können. Ah, ich verstehe. Es entsteht also eher ein Fließbandansatz. Klingt sehr effizient. Exakt. Und die Tabletts sind größer, sodass Sie auch mehr Zeug hineinlegen können. Das ist wirklich klug. Die Minimierung der Engpässe macht einen großen Unterschied. Absolut. Zwischen der Vorkontrolle und den automatischen Fahrspuren war ich in kürzester Zeit durch die Sicherheitskontrolle. Das ist fantastisch. Diese Tipps muss ich bei meiner nächsten Reise berücksichtigen. Alles, um die Flughafensicherheit weniger Kopfschmerzen zu bereiten. Auf jeden Fall. Es geht darum, proaktiv zu sein und die verfügbaren Technologien zu nutzen. Lektion 3. Prognosen für die Zukunft. Hallöchen. Ich habe einen interessanten Artikel über Prognosen für die nächsten Jahrzehnte gelesen. Möchtest du darüber diskutieren? Absolut. Ich würde gerne hören, was darin steht. Was für Vorhersagen haben Sie gemacht? Nun, der Artikel deutete darauf hin, dass es in den nächsten 30 Jahren viele gewaltsame Revolutionen in Europa und einen zweiten großen Krieg geben würde, der noch verheerender sein würde als der erste. Wow, das ist eine ziemlich gewagte Prognose. Bieten Sie irgendwelche Gründe oder Beweise an, um diese Behauptungen zu stützen? Sie nannten eine Reihe von Faktoren, wie die zunehmenden sozialen und wirtschaftlichen Unruhen, den Aufstieg nationalistischer Bewegungen und die zunehmenden globalen Spannungen. Ich kann mir vorstellen, dass diese möglicherweise zu mehr Konflikten führen könnten, aber es scheint auch eine ziemlich düstere Aussicht zu sein. Ich weiß, oder? Ich weiß nicht, ob ich die ganze Prognose vom Zweiten Großen Krieg teile. Das fühlt sich ein bisschen sensationell an. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben sicherlich aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die Welt würde sicherlich nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert, oder? Das würde man hoffen. In dem Artikel wurde jedoch darauf hingewiesen, dass ähnliche Warnungen vor dem Ersten Weltkrieg ausgesprochen wurden und die Menschen sie nicht ernst nahmen. Das ist ein faires Argument. Ich schätze, wir können solche Vorhersagen nicht einfach ablehnen, auch wenn sie extrem klingen. Exakt. Wir sollten die Situation wahrscheinlich im Auge behalten und sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Jahren entwickeln. Einverstanden. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben, aber nicht in Panik zu geraten. Mäßigung und kritisches Denken sind der Schlüssel. Gut gesagt. Ich freue mich, dass wir das besonnen besprechen konnten. Es ist leicht, dass solche Vorhersagen viel Angst und Unruhe auslösen. Auf jeden Fall. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Es ist ein wichtiges Thema, das es zu berücksichtigen gilt, auch wenn die Einzelheiten zur Debatte stehen. Absolut. Jederzeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie auf weitere interessante Einblicke in die Zukunft stoßen. Ich bin immer begierig darauf, mehr zu erfahren. Das werde ich tun. In Ordnung, ich sollte wahrscheinlich gehen. Bis zum Ende des Tages gibt es viel zu tun. Hört sich gut an. Wir sehen uns später. Lektion 4. Effizienter Ansatz. Ich verstehe, was Sie sagen, aber ich denke,
unser Ansatz wird zu effizienteren Ergebnissen führen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir folge. Kannst du das näher erläutern? Absolut. Ich glaube, wenn wir den Prozess rationalisieren, können wir unsere Leistung maximieren. Okay, ich bin fasziniert. Was hattest du im Sinn? Nun, ich habe die Daten analysiert und ich denke, es gibt einige wichtige Bereiche, die wir optimieren können. Ich höre zu. Welche Veränderungen hattest du im Sinn? Zunächst einmal denke ich, dass wir einige dieser Schritte konsolidieren können, um Zeit zu sparen. Das ist eine interessante Idee. Welche anderen Effizienzsteigerungen hatten Sie im Sinn? Nun, ich denke auch, dass wir einige fortschrittlichere Tools nutzen könnten, um bestimmte Aufgaben zu automatisieren. Automatisierung, Das könnte uns definitiv helfen, intelligenter zu arbeiten, nicht härter. Genau. Ich denke, wenn wir diese Änderungen umsetzen, werden wir eine deutliche Produktivitätssteigerung erleben. Sie bringen überzeugende Argumente vor. Ich bin neugierig, mehr über die Einzelheiten zu erfahren. Absolut. Lassen Sie mich Sie durch die Einzelheiten meiner vorgeschlagenen Workflow-Anpassungen führen. Bitte TUS. Ich bin gespannt, wie sich das positiv auf unsere Effizienz auswirken könnte. Fantastisch. Ich glaube, diese Änderungen werden unseren Prozess rationalisieren und zu besseren Ergebnissen führen. Lektion 5. Die Vorteile automatisierter Sicherheitswege. Joanna, ich habe gerade über die neuen automatisierten Sicherheitsspuren an Flughäfen gelesen. Ah ja, ich habe von denen gehört. Sie klingen ziemlich interessant. Was hast du gelernt? Nun, soweit ich weiß, sind sie so konzipiert, dass sie den gesamten Sicherheitsprozess wirklich rationalisieren. Das ist großartig. Alles, was das Durchlaufen der Sicherheitskontrolle beschleunigen kann, ist ein großes Plus. Auf jeden Fall. Offenbar ermöglichen sie mehreren Passagieren, ihre Gegenstände gleichzeitig zu laden. Das ist ein Wendepunkt. Die Engpässe bei der Sicherheit sind immer so lästig. Genau. Und die Tabletts sind auch größer, sodass sie mehr Sachen hineinlegen können. Wow, das ist echt schlau. Maximierung der Effizienz bei jedem Schritt. Vollkommen. Und soweit ich weiß, sind die LANes auch mit cooler Technik ausgestattet. Wie zum Beispiel? Ich bin neugierig, mehr über die Technik hinter diesen automatisierten Fahrspuren zu erfahren. Nun, Sie haben diese fortschrittlichen Röntgengeräte, mit denen Beutel schneller und gründlicher gescreent werden können. Ah, ich verstehe, mit der neuesten Scan-Technologie. Das muss einen großen Unterschied machen. Ganz gewiss. Und das Beste daran ist, dass Sie nicht all Ihre Elektronik und Flüssigkeiten herausnehmen müssen. Auf keinen Fall. Das ist großartig. Das ist immer so nervig, alles aus- und wieder einpacken zu müssen. Exakt. Die automatisierten Fahrspuren machen das gesamte Sicherheitserlebnis einfach so viel reibungsloser. Das ist wirklich gut zu wissen. Ich habe ein paar Fahrten vor mir, also muss ich mir überlegen, ob ich diese Fahrspuren benutzen kann. Ich kann es nur empfehlen. Ich denke, Sie werden wirklich beeindruckt sein, wie viel Zeit Sie sparen. Super, danke für den Tipp.
Alles, um den gefürchteten Sicherheitsstress am Flughafen zu vermeiden. Absolut. Meiner Meinung nach ist das ein totaler Wendepunkt. Lektion 6. Die Freuden hausgemachter Pasta. Hey Anna, hast du schon einmal versucht, Pasta von Grund auf neu zuzubereiten? Nein, habe ich nicht, aber ich wollte schon immer lernen. Ich liebe ein gutes Nudelgericht. Es ist wirklich nicht so schwer, wie es scheinen mag. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, es zu Hause zu machen. Oh wirklich? Warum hast du dich entschieden, dich an hausgemachter Pasta zu versuchen? Nun, ich hatte genug von im Laden gekauften Nudeln, um ehrlich zu sein. Die Textur schien einfach nie richtig zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Frisch zubereitete Pasta hat etwas Besonderes, nicht wahr? Auf jeden Fall. Und es ist überraschend einfach, wenn man den Dreh raus hat. Wie läuft der Prozess ab? Ich bin wirklich neugierig, mehr darüber zu erfahren. Es ist im Grunde nur Mehl, Eier und ein bisschen Wasser. Du mischst alles zusammen und knetest es. Ah, ich verstehe. Es ist also ein ziemlich einfacher Teig zuzubereiten. Keine verrückten Zutaten oder so. Nein, nichts Besonderes. Dann rollst du es einfach aus und schneidest es in deine gewünschte Form. Das klingt machbar. Ich dachte immer, hausgemachte Pasta wäre viel komplizierter. Nein, es ist eigentlich ziemlich einfach. Der Schlüssel liegt darin, die richtige Teigkonsistenz zu erzielen. Gut zu wissen. Und was ist mit dem eigentlichen Garvorgang? Ist das auch knifflig? Ganz und gar nicht. Du wirfst die frischen Nudeln einfach für ein paar Minuten in kochendes Wasser. Nett, es ist also auch ziemlich schnell zu kochen. Ich bin auf jeden Fall fasziniert, es auszuprobieren. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist so lohnend, ihre eigene Pasta von Grund auf neu zuzubereiten. Ich wette. Und ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich schmeckt, direkt aus dem Topf. Oh Mann, du hast keine Ahnung. Es bläst im Laden gekaufte Nudeln aus dem Wasser. In Ordnung, du hast es mir verkauft. Ich werde mir etwas Zeit nehmen müssen, um das auszuprobieren. Tun Sie es. Ich garantiere Ihnen, dass Sie nach Ihrem ersten hausgemachten Nudelgericht begeistert sein werden. Lektion 7. Wochenendausflug. Hey Anna, ich habe über einen Wochenendtrip nachgedacht. Was denkst du? Oh, ein Wochenendausflug? Das klingt so aufregend. Was hattest du im Sinn? Nun, ich habe darüber nachgedacht, in die Berge zu fahren, um ein bisschen in die Natur zu fliehen. Die Berge, hm? Das könnte genau der perfekte kleine Rückzugsort sein, den wir brauchen. Genau. Ich stelle mir vor, zu wandern, unterm Sternenhimmel zu campen und einfach abzuschalten, weißt du? Das klingt absolut himmlisch. Ich könnte eine Pause vom Trubel gebrauchen. Ich auch. Manchmal müssen wir einfach dem Alltag entfliehen und neue Energie tanken, findest du nicht? Vollständig. Ein kleines Wochenendabenteuer könnte genau der Reset sein, nach dem wir uns sehnen. Auf jeden Fall. Also, was sagst du, willst du mich auf einen Ausflug in die Berge begleiten?
Unbedingt. Ich bin dabei. Wann hast du darüber nachgedacht zu gehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich hatte gehofft, wir könnten am Freitag gleich losfahren. Dieses Wochenende? Perfekt. Das gibt uns nicht viel Zeit zum Planen, aber ich freue mich riesig. Fantastisch. Ich werde mich sofort nach einigen Hüttenvermietungen und Wanderwegen umsehen. Hört sich gut an. Ich kann es kaum erwarten, abzuschalten und mich wieder mit der Natur zu verbinden. Und mit dir. Ich auch nicht. Das wird die perfekte kleine Flucht sein. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 8. Fliegen. Hey Anna, ich freue mich so auf unseren Wochenendtrip in die Berge. Ich auch. Ich habe den ganzen Tag davon geträumt. Hast du angefangen, die Reise zu planen? Unbedingt. Ich habe bereits begonnen, nach den besten Flugoptionen zu suchen. Wunderbar. Ich bin sicher, Sie werden einige tolle Angebote für uns finden. Wann denkst du über eine Buchung nach? Nun, ich hatte gehofft, wenn möglich Tickets für diesen Freitag zu ergattern. Auf diese Weise können wir früh anfangen. Freitag, Das funktioniert perfekt für mich. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt für eine Weile zu verlassen. Das gleiche hier. Eine kleine Flucht in die Berge ist genau das, was wir brauchen, um neue Energie zu tanken. Stimme voll und ganz zu. Die frische Luft und die wunderschöne Landschaft werden so verjüngend sein. Absolut. Und ich kann es kaum erwarten, etwas zu wandern und die atemberaubende Aussicht zu genießen. Ich auch nicht. Ich stelle mir schon vor, wie wir am Lagerfeuer sitzen und Marshmallows braten. Oh, das klingt himmlisch. Und vielleicht können wir sogar ein bisschen Sterne beobachten. Oh, ja. Sterne beobachten unter dem klaren Berghimmel, das ist der Traum. Das ist es wirklich. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Diese Reise wird fantastisch. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich fange an, meine Koffer zu packen, sobald wir die Flüge gebucht haben. Hört sich gut an. Ich schicke dir die Reiseroute, sobald ich alles geklärt habe. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Das wird der perfekte kleine Wochenendausflug. Das hast du richtig verstanden. Ich bin so froh, dass wir das machen. Es wird ein Knaller. Lektion 9. Fürsorgliches Gespräch. Morgen. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit etwas gestresst wirkst. Ist alles okay? Guten Morgen, John. Weißt du, auf der Arbeit ist einfach viel los. Es war ziemlich hektisch. Das kann ich mir vorstellen. Diese Termine und Projekte können wirklich ihren Tribut fordern, oder? Auf jeden Fall. Es war viel zu jonglieren, das ist sicher. Ich habe das Gefühl, ständig unterwegs zu sein. Es ist natürlich, dass sie sich so fühlen, wenn sie viel um die Ohren haben. Vergiss nicht, auch auf dich selbst aufzupassen. Du hast recht, ich muss wirklich sicherstellen, dass ich mir eine Pause gönne. Es ist leicht, sich so sehr mit der Arbeit zu beschäftigen. Absolut.
Selbst kleine Dinge wie ein Spaziergang oder das Lesen eines Buches können einen großen Unterschied machen. Das ist eine großartige Erinnerung. Ich muss sicherstellen, dass ich diese Woche etwas Zeit für mich einplane. Wunderbar. Du hast es verdient. Du arbeitest so hart, dass du neue Energie tanken musst. Danke, John. Es bedeutet wirklich viel, Ihre Unterstützung und Ermutigung zu haben. Natürlich sind Freunde dafür da. Ich bin immer für dich da, wenn du mal Luft schnappen oder einfach mal durchschnaufen musst. Das weiß ich mehr zu schätzen, als du denkst. Es ist so schön, jemanden zu haben, auf den man sich stützen kann. Jederzeit. Das brauchen wir alle manchmal. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, okay? Das werde ich nicht, versprochen. Und das Gleiche gilt für dich, weißt du. Wir müssen aufeinander aufpassen. Absolut. Es ist ein Deal. Wie wäre es, wenn wir eine lustige Aktivität planen, um dich ein bisschen von der Arbeit abzulenken? Oh, ich mag den Klang davon. Was hattest du im Sinn? Nun, ich dachte an eine schöne Wanderung oder vielleicht einen Ausflug ins Museum. Etwas Entspannendes. Beides klingt perfekt. Ich könnte definitiv einen kleinen mentalen Reset gebrauchen. Toll, dann ist es ein Plan. Ich kümmere mich um die Details und lasse es dich wissen. Wunderbar, danke John. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du auf mich aufpasst. Natürlich sind Freunde dafür da. Ich freue mich, dass ich für dich da sein konnte. Lektion 10. Fitness Buddies. Guten Morgen. Mir fiel auf, dass du in letzter Zeit oft ins Fitnessstudio gehst. Guten Morgen, John. Ja, ich habe mich in letzter Zeit wirklich auf meine Fitnessroutine konzentriert. Das ist toll zu hören. Folgst du einem bestimmten Programm oder beflügelst du es einfach? Ich folge tatsächlich einem Programm, das von einem Personaltrainer entworfen wurde. Es war wirklich hilfreich. Toll, ein Personaltrainer kann einen großen Unterschied machen. Was für ein Programm machst du? Es ist eine Mischung aus Krafttraining und Cardio. Ich habe versucht, mich wirklich herauszufordern. Fantastisch, das klingt nach einem abgerundeten Ansatz. Ich wollte selbst wieder in eine Fitnessroutine einsteigen. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Einen Plan zu haben macht es so viel einfacher, motiviert zu bleiben. Ja, ich denke, du hast recht. Vielleicht könnten wir sogar irgendwann zusammen trainieren? Das fände ich toll. Es wäre toll, einen Trainingspartner zu haben, der sich gegenseitig zur Rechenschaft zieht. Auf jeden Fall könnten wir uns gegenseitig pushen und dafür sorgen, dass es auch mehr Spaß macht. Absolut. Außerdem ist es immer schön, jemanden zum Chatten zwischen den Sets zu haben. Haha, genau. Fitness ist wichtig, sollte aber auch Spaß machen. Genau. Also, wann wollt ihr zusammen ins Fitnessstudio gehen? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich habe am Samstagnachmittag Zeit. Perfekt, machen wir es. Ich schicke dir die Details des Programms, das ich verfolgt habe. Hört sich gut an, ich freue mich darauf. Das wird großartig.
Ich auch. Dies wird der Beginn einer schönen Fitness-Freundschaft sein. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Alles klar, wir sehen uns dieses Wochenende, Partner. Lektion 11. Wanderabenteuer. Hey Anna, warst du schon einmal in einem Nationalpark? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich wollte aber schon immer einen erkunden. Nun, ich habe die perfekte Idee. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende eine Wanderung in einen Nationalpark planen? Das klingt unglaublich. Ich würde gerne die atemberaubenden Landschaften eines Nationalparks erleben. Toll, ich dachte, wir könnten uns den Yosemite-Nationalpark ansehen. Es soll atemberaubend sein. Yosemite? Ich habe gehört, es ist einer der schönsten Parks des Landes. Ich bin total dabei. Toll, ich werde anfangen, mich nach Wanderwegen und Campingplätzen umzuschauen. Haben Sie eine Präferenz in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad? HMM, vielleicht etwas Moderates zum Anfangen. Ich will eine gute Herausforderung, aber nicht bis zur Erschöpfung. Hört sich gut an. Ich suche uns eine schöne Tageswanderung mit den besten Aussichten. Klingt gut. Definitiv. Ich kann es kaum erwarten, in die Natur einzutauchen und frische Luft zu schnappen. Ich auch nicht. Es wird der perfekte Rückzugsort von der Hektik der Stadt sein. Absolut. Ich fühle mich schon entspannter, wenn ich nur daran denke. Das gleiche hier. Das wird ein großartiges Abenteuer, ich kann es einfach fühlen. Ich stimme zu. Wir werden so viele tolle Erinnerungen haben. Ganz gewiss. Darauf freue ich mich sehr. Das wird episch. Ich auch, John. Ich kann es kaum erwarten, Yosemite mit dir zu erkunden. In Ordnung, machen wir das. Ich schicke dir alle Details, sobald ich sie fertiggestellt habe. Klingt gut, ich werde bereit sein. Das wird mit Sicherheit der Höhepunkt meines Wochenendes sein. Toll, mir geht es genauso. Es wird ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 12. Scheitern überwinden. Hey Anna, kann ich dich etwas fragen? Klar, was ist los? Haben Sie jemals in Ihrem Leben einen großen Misserfolg erlebt, der Ihnen letztendlich beim Wachsen geholfen hat? HMM, das ist eine wirklich interessante Frage. Ich würde auf jeden Fall ja sagen. Oh wirklich? Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wenn du es gerne teilst. Nun, es gab dieses eine Mal im College, als ich eine wichtige Prüfung komplett bombardiert habe. Ich war am Boden zerstört. Autsch, das muss hart gewesen sein. Was ist danach passiert? Zuerst war ich wirklich niedergeschlagen. Ich dachte, ich hätte meine Chancen, rechtzeitig meinen Abschluss zu machen, verspielt. Das kann ich mir vorstellen. Also, wie hast du es umgedreht? Nun, mir wurde klar, dass ich einen Schritt zurücktreten und meine Lerngewohnheiten und meinen Lernansatz neu bewerten musste. Das ist eine wirklich ausgereifte Art, damit umzugehen. Viele Leute hätten einfach aufgegeben. Exakt.
Anstatt über das Scheitern nachzudenken, nutzte ich es als Motivation, es besser zu machen. Ich fing an, meine Zeit besser zu planen und zusätzliche Hilfe zu suchen. Das ist großartig. Und das hat sich eindeutig ausgezahlt, da du pünktlich deinen Abschluss gemacht hast, oder? Unbedingt. Am Ende war dieser Misserfolg eine der wertvollsten Lernerfahrungen meiner College-Karriere. Wow, das ist eine wirklich inspirierende Geschichte. Ich freue mich, dass du es so umdrehen konntest. Ich auch. Ich denke, Misserfolge, so schmerzhaft sie im Moment auch sind, können eine sehr große Wachstumschance sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Haben Sie einen Rat für jemanden, der sich möglicherweise in einer ähnlichen Situation befindet? Ich würde sagen, das Wichtigste ist, nicht zu hart zu dir selbst zu sein. Erkenne das Versagen an, aber lass dich nicht davon definieren. Das ist ein guter Rat. Und dann nutze es als Motivation, um dich zu verbessern, so wie du es getan hast. Genau. Konzentrieren Sie sich darauf, was Sie lernen können und wie Sie dadurch besser werden können. Fantastisch. Vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast. Es ist wirklich ermutigend zu hören. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, John. Denken Sie daran, Misserfolge sind nur Sprungbrett für zukünftigen Erfolg. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Nochmals vielen Dank. Das war ein großartiges Gespräch. Jederzeit. Ich freue mich immer, über die Bewältigung von Herausforderungen zu sprechen. Es ist eine so wichtige Lebenskompetenz. Ganz gewiss. In Ordnung, ich fühle mich inspiriert. Zeit, mein nächstes großes Ziel in Angriff zu nehmen. Lektion 13. Wie Sie sich an der Flughafensicherheit orientieren. Guten Morgen. Ich habe eine kurze Frage an dich. Hallo, John. Klar, was beschäftigt dich? Hatten Sie jemals Probleme mit der Flughafensicherheit und der 3 bis 1 bis 1 Regel? Oh, die 3 bis 1 bis 1 Regel. Ich habe definitiv ein paar Geschichten darüber. Wirklich? Erzähl es. Ich bin immer nervös, weil ich sicher gehen muss, dass ich alles richtig gepackt habe. Nun, es gab dieses eine Mal, als ich vergessen habe, mein Shampoo aus dem Handgepäck zu nehmen. Du kannst dir vorstellen, wie das gelaufen ist. Oh, das kann ich mir nur vorstellen. Haben Sie es konfisziert? Ja, das haben sie auf jeden Fall getan. Ich habe mich so geärgert, weil ich es vergessen habe. Das ist das Schlimmste. Setzen Sie diese Regel tatsächlich strikt durch? Absolut. Sie spielen nicht herum, wenn es um die 3 bis 1 Regel geht. Gut zu wissen. Wie viel Flüssigkeit kann man eigentlich mit sich herumtragen? Die Grenze liegt bei 3,4 Unzen oder 100 Milliliter pro Behälter. Und alles muss in einen 1 Liter Beutel passen. Wow, das ist nicht viel Platz. Kein Wunder, dass es so leicht ist, das durcheinander zu bringen. Erzähl mir davon. Ich versuche jetzt wirklich fleißig dabei zu sein, aber manchmal vergisst man es leicht. Ich wette. Also, was ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass alles richtig verpackt ist? Ich überprüfe immer mein Gepäck, bevor ich zum Flughafen gehe.
Und ich bewahre alle meine Flüssigkeiten in einem leicht zugänglichen Beutel auf. Ah, das ist ein toller Tipp. Den muss ich mir merken. Auf jeden Fall. Und wenn Sie sich jemals unsicher sind, können Sie jederzeit die TSA-Agenten fragen. Sie sind normalerweise ziemlich hilfreich. Gut zu wissen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie Ihre Erkenntnisse zur Flughafensicherheit teilen. Ich helfe gerne, John. Gute Reisen und vergiss die Flüssigkeiten nicht. Das werde ich tun. Nochmals vielen Dank, das war super informativ. Lektion 14. Konflikte mühelos lösen. Hey Anna, kann ich deinen Rat zu etwas bekommen? Absolut. John, was ist los? Nun, ich hatte einige Probleme mit einem Kollegen und ich bin mir nicht sicher, wie ich damit umgehen soll. Oh, der Umgang mit Konflikten bei der Arbeit kann schwierig sein. Wie ist die Situation? Wir haben uns über ein Projekt gestritten, und das wirkt sich langsam auf das gesamte Team aus. Ich verstehe. Konflikte am Arbeitsplatz können sehr schwierig zu bewältigen sein. Exakt. Ich möchte einen Weg finden, das zu lösen, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Nun, der Schlüssel liegt darin, es konstruktiv anzugehen. Haben Sie versucht, direkt mit Ihrem Kollegen zu sprechen? Das habe ich, aber normalerweise endet es einfach in einem Streit. Ich verstehe. Nun, der erste Schritt ist, zu versuchen, Ihre Perspektive zu verstehen. Du meinst, wirklich zuhören, woher sie kommen. Exakt. Aktives Zuhören und der Versuch, sich einzufühlen, kann viel bewirken. Das macht Sinn. Aber was ist, wenn sie dafür nicht offen zu sein scheinen? Dann müssen Sie möglicherweise eine neutrale dritte Partei einbeziehen, zum Beispiel einen Manager oder eine Personalabteilung. Ah, okay. Ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Schritt war oder nicht. Dies kann der Fall sein, insbesondere wenn der Konflikt die Produktivität des Teams beeinträchtigt. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte auf keinen Fall, dass das außer Kontrolle gerät. Exakt. Der Schlüssel liegt darin, sich frühzeitig damit zu befassen und eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Okay, ich glaube, ich habe das jetzt besser im Griff. Danke. Jederzeit. John, lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ratschläge zur Lösung von Konflikten am Arbeitsplatz benötigen. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Natürlich. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich wünsche Ihnen alles Gute, um das zu klären. Ich auch. In Ordnung. Ich werde mich mit meinem Kollegen unterhalten. Wünsche mir Glück. Lektion 15. Familienbesuche und schöne Erinnerungen. Guten Morgen. Ich habe gehört, dass du kürzlich deine Großeltern besucht hast. Wie war es? Oh, es war wunderbar, John. Ich habe eine ganze Woche mit Ihnen verbracht, und es war eine ganz besondere Zeit. Das ist toll zu hören. Ich bin sicher, sie waren begeistert, dass du so lange geblieben bist. Definitiv. Wir hatten so eine schöne Zeit zusammen, uns auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen.
Das ist so nett. Was habt ihr alle während eures Besuchs gemacht? Nun, wir haben alle üblichen Aktivitäten gemacht, im Haushalt geholfen, sind spazieren gegangen und haben einige der berühmten Rezepte meiner Großmutter gekocht. Ah, die klassischen Aktivitäten für Großeltern. Ich wette, diese hausgemachten Mahlzeiten waren unglaublich. Das waren sie. Es war so beruhigend und nostalgisch. Und wir haben auch viel Zeit damit verbracht, einfach zu reden und zu lachen. Das klingt so wunderbar. Ich freue mich, dass du diese schöne Zeit mit ihnen verbringen konntest. Ich auch. Es ist immer so erfrischend, in der Nähe meiner Großeltern zu sein. Sie geben mir irgendwie das Gefühl, in Frieden zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Diese Art von bedingungsloser Liebe und Unterstützung zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Absolut. Es ist eine Erinnerung daran, die Zeit, die wir mit unseren Lieben verbringen, zu schätzen. Auf jeden Fall. Haben Sie während Ihres Besuchs zufällig Fotos gemacht? Oh ja, reichlich. Ich muss dir einige der besten zeigen. Ich würde sie gerne sehen. Hört sich an, als wäre es eine tolle Reise gewesen. Das war es wirklich. Ich bin so dankbar, dass ich diese Zeit mit meinen Großeltern verbringen konnte. Das ist wunderbar. Ich freue mich, dass du so einen bedeutungsvollen Besuch hattest. Danke, John. Es ist immer gut, wieder mit der Familie in Kontakt zu kommen, nicht wahr? Absolut. Familie ist so wichtig und diese gemeinsamen Momente sind so kostbar. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch. Ich wette. Ich freue mich, dass du so eine schöne Zeit hattest. Danke, dass du mir die Details mitgeteilt hast. Lektion 16. Eine gemeinsame Liebe zum Wandern. Guten Morgen, Anna. Hast du dich entschieden, wo du dieses Wochenende wandern gehen willst? Hey John, ich habe gerade über den neuen Trail nachgedacht, den wir ausprobieren wollten. Oh ja, der im Naturschutzgebiet etwas außerhalb der Stadt, oder? Genau. Ich habe gehört, dass es zu dieser Jahreszeit absolut wunderschön ist. Hier auch, ich wollte es mir ansehen. Ich freue mich so, dass wir beide gerne dorthin gehen. Ich auch. Es ist eine großartige Möglichkeit für uns, nach draußen zu gehen und aktiv zu bleiben. Auf jeden Fall. Und die frische Luft und die Landschaft sind so inspirierend, findest du nicht? Absolut. Ich fühle mich nach einer guten Wanderung immer so erfrischt und verjüngt. Stimme voll und ganz zu. Es ist das perfekte Gegenmittel gegen den Stress des Alltags. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. Sollen wir also planen, am Samstag zu gehen? Samstag funktioniert perfekt für mich. Sollen wir uns gegen 10 Uhr treffen? Klingt gut für mich. Ich packe auch ein nettes kleines Picknick für uns ein. Oh ja, das ist eine fantastische Idee. Wir können es oben auf dem Weg genießen. Genau. Es wird die perfekte Art sein, neue Energie zu tanken und die Aussicht zu genießen. Ich kann es kaum erwarten. Das wird so ein wunderbares Abenteuer.
Hier auch, ich freue mich sehr darauf. Unsere letzte Wanderung ist zu lange her. Ich stimme zu, es wird toll sein, wieder da draußen zu sein. Die Natur ist so erholsam, findest du nicht? Absolut. Es beruhigt den Geist und verjüngt die Seele. Gut gesagt. Gut, dass wir beide wissen, wie wichtig es ist, Zeit im Freien zu verbringen. Ich auch, das ist eines der Dinge, die ich wirklich gerne mit dir mache. Ebenso. Das wird eine fantastische Wochenendwanderung. Lektion 17. Gemeinsame Erfahrungen. Hey, ich habe gehört, dass du das Buch gelesen hast, das du gelesen hast, zu Ende gelesen hast. Wie hat es dir gefallen? Oh, Toms Mitternachtsgarten? Ich habe es geliebt. So eine magische Geschichte, findest du nicht? Ich habe es eigentlich nicht gelesen. Worum geht es darin? Nun, es geht um einen Jungen namens Tom, der zu seinem Onkel und seiner Tante geschickt wird, während sein Bruder krank ist. Und er entdeckt diesen geheimen Garten, den nur er um Mitternacht betreten kann. Wow, das klingt ziemlich magisch. Ich muss es meiner Leseliste hinzufügen. Das solltest du auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie der Autor den Garten beschreibt, ist einfach so skurril und faszinierend. Ich wette. Ich bin immer auf der Suche nach Büchern, die mich wirklich in eine andere Welt entführen können, weißt du? Vollkommen. Lesen ist so ein immersives Erlebnis. Apropos, ich war wirklich traurig, als das Buch zu Ende ging. Oh, wirklich? Was ist am Ende passiert? Nun, ohne zu viel zu verraten, sagen wir einfach, es hat ein bittersüßes Ende. Ich werde es nicht für dich ruinieren, aber ich habe vielleicht 1 oder 2 Tränen vergossen. Ah, Mann. Ich hasse es, wenn ein gutes Buch dich so emotional macht. Es ist jedoch ein Zeichen für eine wirklich starke Geschichte. Exakt. Der Autor hat einfach so tolle Arbeit geleistet, um dir ein Gefühl für die Charaktere zu geben. Ich war so sehr in ihre Reise investiert. Das kann ich mir vorstellen. Bücher, die diese Art von emotionaler Reaktion hervorrufen können, sind meiner Meinung nach die besten. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Hattest du irgendwelche Bücher wie dieses, in denen du einfach so in die Geschichte hineingezogen wurdest? Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß. Als meine Mutter und ich The Velveteen Rabbit zusammen lasen, als ich ein Kind war, kamen wir beide am Ende in Tränen aus. Oh, das ist so süß. Das Velveteen Rabbit ist so ein Klassiker. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich an den Herzen zerren würde. Ja, es ist einfach so eine wunderschön geschriebene Erkundung von Liebe und Verlust. Ich bin immer noch ein bisschen erstickt, wenn ich darüber nachdenke. Ich bin nicht überrascht. Bücher, die diese universellen menschlichen Erfahrungen aufgreifen, können so mächtig sein, findest du nicht? Absolut. Es hat einfach etwas, sich in einer Geschichte zu verlieren und sich auf emotionaler Ebene mit den Charakteren zu verbinden.